Hallo und herzlich willkommen zu AJ's Nerdbox. Worum soll es gehen? Wieder mal mein Lieblingsthema neben der Schriftstellerei, Star Wars. Warum Star Wars? Weil Star Wars mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Ich bin Autor von Space Opera, Science Fiction und neuerdings auch Fantasy. Denn Star Wars ist ja auch ein großer Teil Fantasy. Ja, warum das Thema Star Wars unter Disney und Lucasfilm? Nun, Lucasfilm war schon immer dabei. Star Wars war immer eine Produktion von Lucasfilm, aber seit nun etwa 8 Jahren ist ja Disney dabei, ne? Fast 10 Jahre schon. Und was hat es gebracht? Nun, für viele hat es Enttäuschung gebracht und für einige wenige ist es relativ egal. Die freuen sich, wenn sie ins Kino gehen und zwei vergnügliche Stunden haben. Und das kann man durchaus so sehen. Also man kann durchaus in Star Wars gehen und also von diesem Disney Star Wars und dabei seinen Spaß haben und nach Hause gehen und den Film vergessen. Nun muss man aber sagen, Star Wars ist leider oder zum Glück für viele, auch für mich, mehr als nur einfach so 2 Stunden Blockbuster-Unterhaltung. Star Wars ist damals in die Kinos gekommen und hat einfach die Massen bewegt und ihnen etwas gegeben, das sie nach dem Kinobesuch auch noch weiter beschäftigt hat. Ich will so ein bisschen meine Empfindungen darlegen, wie ich damals den Film gesehen habe und was er in mir ausgelöst hat. Dann könnt ihr so verstehen, warum ich mit dem heutigen Produkt von Star Wars so meine Probleme habe. Es war 1978, Star Wars lief noch im Winter dieses Jahres an. Bei mir hier in München gab es so ein kleines Vorstadtkino, da war ich schon als Sechsjähriger, war ich da Kunde und eifriger Kinogänger, und die ältere Dame dort hat mich auch alle möglichen anderen Filme sehen lassen, wie zum Beispiel Lawrence von Arabien, Die Brücke am Quai, Dr. Zhivago. Das sind so die Dinge, die mir in Erinnerung geblieben sind, aber auch die Bond-Filme, die ich eigentlich in dem Alter hätte gar nicht sehen dürfen, aber das war ihr damals eigentlich egal. Nun ja, ich war ein Cineast schon im frühen Jahren. Und dann kam 1978 Star Wars. Ich habe ihn nicht gleich gesehen. Ich habe noch ein bisschen gezögert und bin dann im Sommer, in den Sommerferien, an meinem ersten Tag in den Sommerferien ins Kino gegangen, in das Vorstadtkino. War auch, glaube ich, so, dass man damals schwer Karten bekommen hat in den Kinos, weil der lief ziemlich lange. Und als er dann im Maxhof-Kino, so hieß das Kino, kann man auch googeln, gibt es noch alte Fotos, als er da lief, bin ich rein. Hat damals, also der Eintritt, glaube ich, hat 1,50 Mark gekostet, sonst immer in der Abendvorstellung. Und an dem Abend haben sie es erhöht, kostete 2 Mark. Ich habe mir bei einem Kumpel die 50 Pfennig ausgeliehen, die ich ihm bis heute schuldig bin, aber naja, das nur am Rande erwähnt. Ich bin dann ins Kino gegangen, der Film ging los und ich war von der ersten Minute bis zur letzten Sekunde war ich geplättet. Das hat mich einfach in den Kinosessel gepresst. Ja, ich war wirklich fertig von dem Eindruck, den ich da hatte. Und das muss man auch sagen, Star Wars war eben damals ein ganz anderer Eindruck. Jetzt gut, es gab damals schon Stanley Kubricks 2001, den hatte ich auch schon gesehen. Aber der war auch sehr realistisch von den ganzen Kulissen her, aber er war halt sehr langsam. Und bei Star Wars gab es ja dann schon die entfesselte Kamera. Und das hat man dann ganz besonders am Schluss gemerkt. Was hat mich am Anfang so begeistert? Also dieses ganze Ungewöhnliche, dass es keine Namen gab am Anfang, wer da mitspielt, sondern dass es ging los mit einer Fanfare. Bam, die hat einen schon mal in den Sitz gepresst. Dann kam der Text zum Lesen, die Musik, genial, großartig, gewaltig, episch. Dann hat man die Sterne gesehen, dann ging die Kamera runter, ein Planet kam ins Bild, ein Mond vielmehr, und dann kam Tatooine ins Bild. Hab immer eine Steigerung. Sterne, Planet, noch ein Planet groß, Raumschiff, und dann kam dieser riesige Sternzerstörer. Und heute noch die Szene der Szenen, auch die Geräusche, wie die Schüsse über die Leinwand fegen, von hinten vom Kinosaal nach vorne, und war einfach großartig. Und dann hat es nicht mehr aufgehört und das alles wirkte so realistisch, auch die Szenen auf dem Todesstern. Ja, das wirkte nicht wie diese Filme, die man in den 60er Jahren hatte und in den 70ern, wo so viel Silberpapier da war und viel Chrom und es sollte dann futuristisch wirken. Ähm, ja, es war einzigartig. Dann auch die Charakterisierung der Leute. Man konnte sofort mitfühlen. Luke war interessant, weil er war so nett und ein bisschen naiv und man konnte sich so als Jugendlicher in den hineinfühlen. Ja, damals war ich noch ein Kind, mit 10 Jahren ist man noch kein Jugendlicher, aber war nett, hat mir gefallen, war ein sympathischer Charakter. Dann auch Han Solo, der ja in Notwehr gehandelt hat und auch nicht als erster, er hat als erster geschossen, aber er hat als zweiter gezogen. Das ist ja im Western immer so. Der Bösewicht verliert die Nerven, zieht als erster. Nun, dieser Greedo hat lange gezögert zu schießen, aber sollte Han Solo warten, bis er ballert aus der Entfernung. Da hat er gar keine
Es hat gar keine Möglichkeit mehr zu reagieren. Fand ich damals auch als Kind gar nicht schlimm, dass der da unterm Tisch den Greedo wegballert. Es musste er tun. War für jeden klar ersichtlich, das musste so passieren. Alec Guinness hat damals mitgespielt, den kannte ich eben auch schon aus Lawrence von Arabien, Dr. Zhivago und Brücke am Quai. Großartiger Schauspieler, ich war deswegen schon begeistert. Ja, und dann gab es die Schlussschlacht. Und da komme ich jetzt zu einem Punkt zu sprechen, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, wie wichtig Gary Kurtz zum Beispiel war. Oder, ja, kommt er noch, aber George Lucas. Und wie die beiden da zusammengearbeitet haben, den Film und Alan Ladd, der von 20th Century Fox, wie die das durchgedrückt haben, dass die Schlussschlacht um den Todesstern noch verwirklicht wurde. Denn das Studio hat gesagt, der Film hat schon so viel gekostet, die waren im Todesstern, die haben die Prinzessin befreit, die fliegen weg, die TIE Fighter kommen, die schießen die TIE Fighter weg. Aus, Filmschluss. Stell dir mal vor, Star Wars wäre an dem Punkt tatsächlich zu Ende gewesen. Die wären weggeflogen und dann directed by George Lucas und dann vorbei. Ich glaube, die Wirkung im Kino wäre fatal gewesen. Man hätte so einen unfertigen Film gehabt. Und naja, George Lucas und seine Kumpels haben das beim 20th Century Fox durchgesetzt. Die Schlussschlacht muss noch her und die war großartig. Und da ist wieder ein Punkt, auf den ich noch zu sprechen komme. Die TIE Fighter Piloten, also imperiale Piloten, haben doch alles getroffen. Die haben doch wirklich fast jeden Rebellen, bis auf glaube ich 2 X-Wings, einen Y-Wing und den rasenden Falken, die sind am Schluss weggeflogen vom Todesstern, alle weggeballert. Die ganze Flotte war weg. Die haben getroffen. Und auch die Stormtrooper auf der Tantive 5 am Anfang, also wo die Prinzessin an Bord ist, die haben doch alle getroffen. Die haben doch nicht da tausende von Leuten reingeschickt, bis dann mal einer was getroffen hat. Die waren dominant. Und das war auch bei Das Imperium schlägt zurück später so. Die Sturmtruppler waren nicht die vorbeigeschossen haben und so doof, ja, sie können nicht treffen. Ich weiß nicht, warum sich das so durchgesetzt hat. Komme ich noch drauf, warum das wahrscheinlich so war. Wie gesagt, George Lucas, Gary Kurtz, Alan Ladd, die waren so daran interessiert, dass Star Wars diesen ernsten Ton auch hatte. Nicht für Kinder, für Kleinstkinder, sondern wirklich Unterhaltung für Erwachsene. Und das fand ich auch damals so. Ich wusste, wie ich im Kino war. Ich bin zwar ein Kind, aber ich weiß, der Film wird mich begleiten, auch wenn ich älter bin, weil der hatte schon was andere Filme, die ich als Kind gesehen hatte und eben nicht hatten. Elliot, das Schmunzelmonster, hatte ich zu der Zeit gesehen. Der interessiert mich heute überhaupt nicht mehr. Ich kann auch gar nicht mehr ansehen. Aber Star Wars war eben nicht diese Kategorie. Man hat sich Star Wars angesehen und in den Jahren wurde der immer besser und hat einen auch begleitet. Okay, dann kam Das Imperium schlägt zurück. Da wusste ich damals noch gar nicht, dass da ein zweiter Teil gedreht würde. Ich habe das erst ein halbes Jahr vor Start erfahren. Damals gab es eben noch kein Internet. Ich war in Italien im Urlaub und habe so eine Filmillustrierte angesehen und da hieß es, Star Wars kommt. Ein zweiter Teil, der Krieg der Sterne wird fortgesetzt. Ich habe das zwar nicht so im Italienischen gelesen, ich habe es mir übersetzen lassen. Ich habe das Bild gesehen, Chewie mit dem zertrümmerten C3PO. Ich wusste definitiv, das ist kein Bild aus dem ersten Film. Das muss was Neues sein. Dann waren auf der nächsten Seite Towns zu sehen und Kampfläufer. Also ich wusste, da kommt was Neues auf uns zu. Ich ging in den Film mit meinem Kumpel und wir waren enttäuscht. Warum? Weil wir hatten erwartet, dass dieser Film eigentlich dasselbe sein würde wie der Film, den wir gesehen haben. Selbe Handlung quasi, alles nur größer, nur teurer, nur noch mehr aufgepumpt, vielleicht 2 Todessterne und noch viel mehr Raumschiffe. War nicht so. Wir waren enttäuscht. Ich bin dann, aber das waren Weihnachtsferien, weil ich noch Taschengeld übrig hatte, nochmal in den Film gegangen. Mir war langweilig und da kam die Offenbarung über mich. Ich saß drin und habe gemerkt, wie gut dieser Film ist. Und dann wurde mir klar, es ist eine Fortsetzung und es wird eine Geschichte weitergespielt. Klar, es musste so sein. Die ganze Handlung zielte darauf ab, dass es weitergeht. War mir eigentlich schon beim ersten Mal klar, aber ich habe eben etwas anderes erwartet. Wenn mein Kumpel geschnappt hat, gesagt, schau ihn dir nochmal an. Ich sehe den Film jetzt mit anderen Augen, vielleicht geht es dir auch so. Ja, hat das auch gemacht. Angeschaut, hatte dieselben Empfindungen wie ich. Das Imperium schlägt zurück, nach wie vor mein Lieblingsteil. Großartig. Dann haben wir gewartet auf den sogenannten dritten Teil. Damals gab es eben 1, 2 und 3. Da war noch nicht so die Unterscheidung in Episode 4, 5 und 6. Es war der erste Teil, der zweite Teil und der dritte Teil. Dann kam Rückkehr der Jedi-Ritter raus. Zuerst diese noch Rache der Jedi-Ritter. Und damals war auch noch nicht nur das Gerücht, das war so geplant, es sollten 9 Teile werden. Ja, und dann haben wir gedacht, das ist dann der dritte Teil, dann kommen dann noch welche, aber es kamen schon so Gerüchte auf, dass nach dem Schluss sein würde. Da waren wir ziemlich enttäuscht, aber wir konnten es bis zum Schluss nicht glauben, aber dann sind wir in den Film gegangen
Und wir waren begeistert. Was für ein Feuerwerk. Bam, bam. Und alles war so frisch und so dynamisch. Und ja, wir sind aus dem Kino gegangen, haben unseren Kumpels, die jetzt keine so großen Fans waren wie wir, gesagt, schaut den euch an, der ist genial und super. Und wir sind gleich am nächsten Tag wieder rein und da hat sich ein anderes Gefühl eingestellt. Weil nachdem das Feuerwerk fort war, haben wir uns gedacht, irgendwie fühlt sich der Film doch ein bisschen seltsam an. Gestern war er besser. Und im Nachhinein weiß ich es gibt so viele Momente in die Rückkehr der Jedi-Ritter, die einfach nicht zünden. Also bei mir zünden die Ewoks nach wie vor nicht. Jabba war auch sehr gewöhnungsbedürftig damals. Es war einfach zu viel Creature. Wie hat man gesagt, Muppet Show in Space. Und ich muss sagen, die Creatures haben sich ja, obwohl sie vorhanden waren, in Episode 4 und 5 doch ein bisschen in Grenzen gehalten. Sie haben zumindest keine so dominante Rolle gespielt wie plötzlich in Rückkehr der Jedi-Ritter. Und es wurde dann auch immer mehr, ja. Also heute haben wir so viele Creatures. Manche mögen das, ich mag es nicht unbedingt. Ich könnte damit leben, wenn sie nur so ja, auftauchen und naja, und eben da sind. Aber wir haben dann hinterher so diskutiert, warum fühlt sich der Film so anders an? Und das war auch dann in Triple Features, als wir in Cinema in München in die Nymphenburger Straße gegangen sind, gab es Triple Features 1, 2 und 3 kamen und wir haben uns das angeschaut. Und wir haben uns gefragt, was macht den Film so anders? Und auch andere Fans haben gesagt, ja, das war so Deckel drauf und Schluss. Die 9 Teile sind ja auch nicht gekommen, also die anderen 6 Teile. George Lucas wollte einfach nur das Dach auf dieses Häuschen setzen, also auf diese Mauern. Und da war der 3. Teil halt dann drauf und basta. Hat mich unbefriedigt gelassen. Und wir haben uns dann später so immer mehr Informationen geholt und tatsächlich war es dann so, wie wir es vermutet haben, es hat wohl einen Wechsel in der ganzen Führungsriege gegeben. Und deswegen meine ich, Gary Kurtz war so die graue Eminenz für den Ton von Star Wars. Gary Kurtz wollte, dass Star Wars Erwachsenenunterhaltung bleibt. Hat natürlich immer was für Kinder, weil es sind Raumschiffe dabei, es sind Creatures dabei, es sind fremde Welten dabei. Es ist viele Aspekte dabei, die eben auch für Kinder interessant sind. Aber es sollte in erster Linie eine Saga für Erwachsene bleiben. Und das merkt man in den ersten beiden Teilen, also Episode 4 und 5. Und beim 3. Teil wurde das dann doch schon ein bisschen anders. Und da komme ich jetzt auf die ganze Problematik zu sprechen. Ich denke, dieser Film hat einfach die Fangemeinschaft gespalten in die einen, die pure Action wollen und viel zu lachen und kindliche, ich sage jetzt nicht kindische Unterhaltung, obwohl das auch manchmal der Fall ist, aber kindliche Unterhaltung möchten. Und die anderen, die halt darauf stehen, dass Star Wars etwas ist, das ganz nah am Leben dran ist eigentlich. Natürlich, es hat diese Kulissen, aber so vom Gefühl her sollte es doch nachvollziehbar sein, dass die Menschen, die sich dort in ihrem Kosmos bewegen, glaubwürdig sind. Und dazu muss man erwachsen bleiben beim Storytelling. Und deswegen ist Endor für mich eine herausragende Serie, weil dieser Ton getroffen wurde. Es hätte mehr Weltraumkracherei geben können. Also man hätte zum Beispiel diesen Part von Ento Krieger, den hätte man ein bisschen herausschälen können. Hätte man vielleicht jede Episode sagen können, 2, 3 Minuten oder 5 Minuten Ento Krieger, was macht der so? Und dann am Schluss, im letzten Teil, wird er abserviert in einer vielleicht 10-minütigen Raumschlacht. Und dann hätte jeder Fan was davon gehabt, dann wäre vielleicht auch der Erfolg von Endor besser gewesen. So war er gut, also Endor war gut, hat leider nicht diese Resonanz gehabt bei den Fans, die ich mir wünschen würde, aber wenn ich mir den ein zweites Mal anschaue, ich kann mir Endor mehrmals anschauen und es ist einfach eine gute, solide Show. Daran hätte Gary Kurtz auch seine Freude gehabt und komme wieder zurück zum Thema. Ich denke, dass mit Rückkehr der Jedi-Ritter eben so ein bisschen eine Spaltung aufging in kindliche Blockbuster-Unterhaltung und das tiefergehende Fantasy, Space Opera, ja, dieser Aspekt. Bei Disney hat man dann komplett den Kopf verloren. Ich bin der Meinung, die hatten das gekauft für sehr viel Geld und haben dann angefangen, wegen diesem Budget, das sie da jetzt reingepfeffert haben, in Bezahlung an Lucas, ich glaube, das waren 4 Milliarden Dollar oder mehr, einfach ja, Panik bekommen und den Ton falsch gesetzt. Und ich glaube, dass auch viel zu viele Leute in der Entscheidungsriege Star Wars mit einem regulären Blockbuster verwechselt haben, bei dem man einfach irgendetwas zusammenspinnt und die Leute sind dann schon zufrieden damit. Das ist beim Blockbuster ja in Ordnung, wenn ich mir Armageddon anschaue. Ein unsäglicher Film, aber okay,
er hat seine Schaumomente, oder Transformers, da darf man nicht drüber nachdenken, und zwischendrin kann man auch mal Popcorn nachkaufen oder auf die Toilette gehen, ohne dass man groß was versäumt hat, außer dass es kracht und scheppert. Aber bei Star Wars geht das eben nicht. Da muss man irgendwo am Ball bleiben, muss sich dann erzählen lassen, habe ich was verpasst, weil es könnte wichtig sein. Weil man da eben eine Story aufbaut, weil man Charaktere aufbaut, die dem Publikum ja auch etwas geben sollen. Und meine Meinung ist, man hat sich bei den Charakteren einfach zu sehr an der Oberfläche bewegt. Ich sage jetzt nicht, dass Rey schlecht wäre. Rey war eigentlich ist ein toller Charakter, er gefällt mir, also sie gefällt mir. Man hätte ihr vielleicht nur mehr Hintergrund geben sollen. Das muss man jetzt mittlerweile machen. Gut, viele sagen, ja, die ersten Star Wars Teile hatten auch nicht so viel erzählt über Luke. Ja, aber es war halt damals so, man hat die Filme damals erzählt und irgendwie funktioniert es doch. Bei Rey hätte ich mir gewünscht, dass man ihr eine ganz andere Arc gibt. Und dass sie vielleicht auch etwas widerspenstiger ist und dass sie ja etwas komplexer und komplizierter ist. Und Max von Sydow, verdammt nochmal, hat in diesem Film mitgespielt. Und der wurde einfach so abserviert, so ohne dass man wusste, was der überhaupt da zu suchen hat. Hätte man nicht eine Verbindung zwischen ihm und Rey herstellen können, hätten die beiden vielleicht nicht sich mal treffen können, so wie Luke und Obi-Wan, nur dass die sich schon kennen. Und vielleicht auch, dass Max von Sydow, oder wie hieß der, ich weiß nicht, Tico, Taco, irgendwie hieß er so, dass die beiden, dass Rey und er quasi eine Beziehung haben, die eben von Luke Skywalker herrührt. Oder irgendwie so. Oder dass Rey vielleicht eine ganz andere Bestimmung hat und ja, ganz dunkle Ursprünge hat, wo sie herkommt. Kam ja dann so. Aber vielleicht ein bisschen besser. Und dann auch Poe Dameron und der Stormtrooper, wie hieß der, Finn. Das war alles so hingeschlonzt. Eigentlich so, ja, ein bisschen lustige, man hat sich gesagt, da machen wir jetzt eine lustige Episode draus, wie die sich kennenlernen. Man hätte doch ein bisschen auch was draus machen können, dass die so interagieren, dass der Poe fragt, hey, das ist eine Falle, dass du mich befreist. Und er sagt, nein, das ist keine Falle. Und dann, ich glaube schon, dass das so ein bisschen auch ein Witz ist. Also jetzt nicht ein Running Gag, aber sagen wir so, der das ein bisschen interessanter macht. Und erst ab einem gewissen Grad sagt Poe dann, jetzt glaube ich dir, dass das keine Falle ist und dass du wirklich weg wolltest. Aber es ging alles so holter die Polter, so schnell und naja, irgendwie alles sehr, sehr einfach gestrickt. Und wenn man eben Erwachsener ist, dann stellt man sich auch die Fragen, ob das alles so funktionieren kann. Ja, für viele funktioniert es. Ja, für mich hat es nicht funktioniert. Und ich habe festgestellt, dass Disney auch trotz allem irgendwie an dem Budget gespart hat. Also Star Wars fühlt sich nicht mehr teuer an. Kommt allein im Outfit von Rey zum Vorschein. Habt ihr ja schon mal angeschaut, wie billig der Stoff verarbeitet ist? Das ist mir gleich zu Anfang aufgefallen. Auch Lukes Gewand, also da in den Sonnenuntergang geht, ist so durchscheinend. Ich kenne das auch, weil ich ja auch Kostüme mal gemacht habe für Fans und so weiter. Das ist ja schon eine Weile her. Und wir haben damals wirklich geschaut, ob wir gute Stoffe herkriegen, die auch innen gefüttert waren, sodass nicht das Licht durchgegangen ist. Und da hat man das Gefühl, hey, Disney spart an jeder Ecke. Und irgendwo fällt es ja auch da mal auf, dass das ziemlich billige Props sind, die sie da verwenden. Und ja, ich habe das Gefühl gehabt, Disney hat an vielem gespart. An den Drehbüchern, an dem ganzen Setting. Früher war es so, wenn man einen Star Wars Trailer gesehen hat, hatte man sich gesagt, du hast dann noch nicht alles gesehen, du hast nur ein paar Kleinigkeiten gesehen und im Film kommt dann das Hauptgericht. Jetzt ist es zunehmend so, wenn du den Trailer gesehen hast, dann hast du im Grunde genommen schon die wichtigsten Dinge im Film gesehen. Also das, was dich am meisten begeistern wird im Film, hast du schon im Trailer gesehen. Und so war es dann auch immer. Das, was man da zu sehen bekam, brauchte man eigentlich nicht mehr ins Kino. Das andere war so irgendwie so Füllmaterial. Jetzt bei Indiana Jones, da muss ich nochmal einen anderen Ansatz wählen. War es etwa ähnlich, aber es ist ein anderes Thema. Kurz gesagt, Disney hat irgendwie nicht das Gefühl, eine Saga tiefgründig und generationenübergreifend zu gestalten. Und was mich halt stört, ist dieses ganze Gefühl, das ich damals hatte, dass ich aus dem Kino gegangen bin und mir gesagt habe, da habe ich etwas, das mich bis ins Alter, und jetzt bin ich ja doch schon ein bisschen alt, ja, bis ins Alter begleiten wird und begeistern wird. Das habe ich bei den Sequels nicht. Und
Da muss ich auch zu den Prequels etwas sagen. George Lucas hat damals schon gemerkt, er ist kein guter Regisseur und das merkt man halt auch bei den Prequels. Samuel Jackson hat einmal gesagt, er gibt zu wenig Anweisungen. Er sagt nur schneller, langsamer, obwohl das ist eine gute Anweisung, weil bei manchen Filmen, jetzt zum Beispiel bei Indiana Jones, läuft alles sehr behäbig ab, sehr langsam und manchmal wünsche ich mir, hey, speed it up, ein bisschen schneller machen, sonst wird es einfach zu träge und dann schläft man ein. Aber George Lucas hätte ja für Episode 1 Ron Howard vorgesehen gehabt, hat er aber nicht gemacht. Wahrscheinlich hatte er Angst vor dem Zorn der Fans oder vor den Ansprüchen. Auf alle Fälle hätte es Möglichkeiten gegeben, andere Regisseure einzusetzen, denn George Lucas ist ein guter Drehbuchautor. Ich finde ja auch die Geschichte von den Prequels super. Die ist vielschichtig und wird im Laufe der Jahre auch besser und eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Nur sie hätte einen besseren Regisseur verdient. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann nur sagen, Star Wars fühlt sich leider seit Rückkehr der Jedi-Ritter schon anders an. Und ich denke, wenn Episode 4 und 5, damals 1 und 2, A New Hope und Empire nicht so gut gewesen wären, dann hätte sich Star Wars nicht lange gehalten. Denn ich denke, der ganze Ruhm und das Ganze, was Menschen fesselt an Star Wars, ist in diesen ersten beiden Teilen komprimiert. Und zum Teil noch im Rückkehr der Jedi-Ritter, obwohl es da schon anfängt, die Fans zu spalten. Und das als Fazit zum Ganzen, diese Spaltung, indem man versucht, zwei Fangruppen zu bedienen. Die mit sehr einfacher Unterhaltung zufrieden sind und die etwas Komplexeres brauchen. Diese Spaltung ist unter Disney einfach größer geworden. Und ich hoffe noch, dass Disney es doch mal hinkriegt, eine Serie oder einen Film zu machen, der die Ausgewogenheit von Das Imperium schlägt zurück hat. In der die Bösewichter das sind, was sie sind. Durchtrieben, klug, schlau, böse, gefährlich. Und die Helden nicht immer strahlend hell. Han Solo ist auch nicht strahlend hell, der ist auch eher eine graue Person. Und Helden, die man mögen kann, wie Luke Skywalker und Creatures wie Chewbacca und Droiden wie C-3PO und R2-D2. Dass man alles so hinbekommt, dass alles ein stimmiges Ganzes bekommt, ohne dass das eine oder andere zu dominant wird und das Ganze erschlägt. Vor allem die Gags sollten nicht erschlagen. Irving Cashen hat mal gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Humor und Gags. Und dieser Satz ist mir in Erinnerung geblieben. Und leider ist Star Wars jetzt in den letzten Jahren zu sehr ein Gag geworden. Der Humor hat gefehlt, aber die Schenkelklopfer sollten offensichtlich in den Vordergrund kommen. Und wie gesagt, ich wünsche mir, dass Disney es schafft, wieder einen ausgewogenen, beeindruckenden Film zu machen. Ein Film, der mich auch noch ins weitere hohe Alter, denn ich möchte über 100 werden, begleiten möchte. Das war's dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer AJ.